Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal IT Service Wagner, und heute sprechen wir über Winget und was man mit Winget alles anstellen kann. Auf jeden Fall würde ich mich über ein Abo freuen, ein Like. Ihr könnt auch gern kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Wir beginnen mit dem Video. Doch was ist Winget eigentlich? Du kannst es eigentlich so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel unter Ubuntu. Da führt man ja den Befehl sudo apt install aus oder sudo apt upgrade, um Programme zu installieren und zu updaten. Bei Windows ist es mittlerweile auch so, seit Windows 11 wurde diese Funktion ja eingeführt. Das heißt, Windows hat zwei Repositories. Das ist einmal der MS Store und einmal Winget selbst. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hierzu müssen wir einmal unsere Eingabeaufforderung als Admin ausführen. Geht normalerweise auch als normaler Benutzer. Dort starten wir auch direkt mit dem ersten Befehl, nämlich winget selbst. Der listet nämlich die Befehle auf, die man verwenden kann. Wir verwenden jetzt den winget source list Befehl, damit wir sehen können, welche Repositories überhaupt zustande kommen. Hier einmal winget selbst und einmal den MS Store, also der Microsoft Store. Wir nehmen jetzt noch den Befehl winget source update. Dieser aktualisiert die Source-Liste und fügt Programme hinzu, die vielleicht noch nicht dabei waren. Wir haben jetzt noch den Befehl winget list, denn der listet nämlich alle Programme und Apps auf, die aktuell auf eurem Rechner installiert sind, und zeigt euch auch an, welche Version und über welche Paketquelle das quasi verfügbar ist. Jetzt können wir den Befehl winget upgrade eingeben, um zu sehen, welche Programme aus dieser Liste überhaupt ein Update benötigen, bzw. welche Programme überhaupt aktualisierbar sind. Jetzt können wir beispielsweise den Befehl winget upgrade --all eingeben. Dann würde ich in dem Moment einfach sämtliche Programme hier in der Liste, die Aktualisierung verfügbar ist, updaten. Wir können jetzt aber auch noch ein --include -unknown machen und dann --all, und dann wird er auch die Pakete upgraden, die keine Versionsnummer bzw. eine unbekannte Versionsnummer beinhalten. Hier muss man aber auch dazu sagen, dass winget upgrade aktuell noch ziemlich buggy ist. Das heißt, es kann euch passieren, wenn ihr diesen Befehl jetzt öfters eingibt, dass er immer wieder versucht, dieselben Programme zu updaten, und wie jetzt zum Beispiel auch hier natürlich fällt die Installation, weil ich OBS auch gerade zum Aufnehmen verwende. Aber das schon mal vorab. Es kann sein, dass ihr jeden Tag dieselbe Updates zieht. Deshalb abwarten, bis die Bugfixes kommen, und dann passt das auch. Jetzt benutzen wir den winget search Befehl und geben einen Programmnamen ein, den wir jetzt gerade suchen möchten. Ich nehme jetzt einfach mal AMD. Und nun werden alle Programme, die eine Relevanz zum Thema AMD haben, quasi hier aufgelistet, und hier sieht man auch die Quellen, wo sie bezogen werden können. Und hier habe ich jetzt auch gesehen, dass komischerweise auch Telegram Desktop hier irgendwie dabei ist, aber wir kopieren jetzt einfach mal die ID von Telegram Desktop raus, geben den Befehl winget install ein und fügen die ID ein, und schon wird dieses Programm quasi aus der Quelle winget bezogen und auch direkt im Nachhinein installiert. Wir können das Programm jetzt suchen und auch öffnen, denn es ist installiert, um zu sehen, okay, hat alles funktioniert. Kommen wir nun zu einem unoffiziellen Projekt von GitHub, denn die haben nämlich Winget als Grafikoberfläche erstellt. Also gebt ihr den Befehl winget install winget UI ein. Das ist völlig legit, das Programm könnt ihr mal ausprobieren, und installiert das. Und so sieht Winget in Grafikoberfläche aus. Das heißt, wir haben hier einmal Pakete entdecken, da könnt ihr nach Apps suchen, wie jetzt zum Beispiel, geben wir mal AMD ein. Hier haben wir ein kleines Beispiel, was wir alles herunterladen können. Wir nehmen jetzt einfach mal CPU-Z und laden uns das dann quasi über die Grafikoberfläche herunter. Das ist relativ simpel, ihr wählt das Programm einfach aus und klickt dann auf den Pfeil links als Paket installieren drauf, und ihr könnt jetzt zum Beispiel die Installation ohne Adminrechte starten, beziehungsweise schon vorab die Rechte geben, dass mit Adminrechte installiert wird. Das ging jetzt auch relativ zügig, hier ist es schon, kann man auch direkt öffnen, und schon haben wir erfolgreich ein Paket heruntergeladen. Jetzt haben wir auch noch den Reiter Aktualisierung, das ist quasi winget upgrade. Hier haben wir eine Liste, was aktuell geupgradet werden bzw. aktualisiert werden kann. Hier gibt es auch nochmal die unbekannte Versionsmethode. Hier einfach auf Paket aktualisieren, indem ihr erstmal entweder alle abwählt oder auswählt. Zum Beispiel hier.
Hier könnt ihr zum Beispiel auch alles aktualisieren, die ausgewählten aktualisieren und die Häkchen aus- und einschalten. So, hier kann man jetzt noch Apps auf die schwarze Liste setzen. Das heißt, wenn ihr ein Problem festgestellt habt, dann könnt ihr das auf die Blacklist setzen. Und hier sind einfach nur die Pakete, die ihr quasi auf eurem Rechner installiert habt und die auch über Winget verfügbar sind. Probiert euch einfach mal aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war sehr informativ für euch. Schreibt in die Kommentare, ob ich euch damit helfen konnte. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Und wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, ein Like. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Ich antworte euch. Bis bald.